Herzlich willkommen zur Folge 9 der Lemken-Boden-Tour. Wir melden uns heute aus dem südlichen Niedersachsen, aus dem Raum Göttingen. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass wir hier auch schon mal eine Folge gedreht haben. Allerdings besuchen wir heute einen alten Gutsbetrieb, der Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und sich seitdem auch in dem Besitz der Familie von Schneen befindet. Die Familie ist aktuell dabei, den Betrieb von konventionellem Ackerbau auf ökologischen Landbau umzustellen und achtet dabei besonders auf den Boden. Ihr Motto lautet, alles Gute kommt vom Boden. Und ich bin sehr gespannt, was die Betriebsleiterin Marie, meine Namensvetterin, uns dazu erzählen wird. Sie ist aktuell dabei, den Betrieb von ihren Eltern zu übernehmen, führt ihn noch mit ihrem Vater zusammen. Und ich bin sehr gespannt, was sie uns über den Ackerbau, besonders zum Thema Anbau von Sonderkulturen, wie beispielsweise Dinkel und Mohn und Quinoa erzählt. Und ja, wir nehmen euch mit und wir sehen uns auf dem Betrieb. Hallo Marie. Hi Marie. Namensvetterin, ist ja lustig, ne? Ja, das stimmt. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist ja wunderschön bei euch. Bestes Wetter haben wir auch. Ja, das ist echt toll, dass wir da jetzt so viel Glück auch mit der Sonne haben. Ja, total toll. Nochmal ein richtig schöner Herbsttag. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin ganz gespannt, was du uns zum Thema Boden und zum Thema Sonderkulturen erzählen wirst. Ihr seid ja gerade momentan auch so ein bisschen in der Umstellungsphase, ne? Und du als junge Betriebsleiterin. Ja, ich glaube, es wird eine spannende Folge. Ja, also auch schön, genau, dass ihr da seid und wir ein bisschen von uns erzählen können. Ja. Ich bin letztes Jahr hier mit eingestiegen in den Betrieb und wir stellen auf ökologischen Landbau nach Bioland um. Und ich mache das zusammen mit meinen Eltern. Also wir sind ein klassischer Familienbetrieb. Toll, ja. Und ja, sehr schön. Ich würde sagen, dann stell du dich und deine Person und auch vor allem euren Betrieb doch mal ganz kurz vor, dass unsere Zuschauer wissen, wo wir hier sind und um was es geht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Gerne. Ja? Okay. Ich bin Marie von Schneen und wir sind hier auf dem Hofgut Kleinschneen. Wir sind ein familiengeführter Ackerbaubetrieb und bauen 14 verschiedene Kulturen an, unter anderem auch Sonderkulturen, um mehr Vielfalt auf den Acker zu bringen, weil wir so mehr Biodiversität auch in die Landschaft bringen wollen. Und ich stehe hier sozusagen auf der alten Hofanlage, die ist ungefähr im 18. Jahrhundert erbaut worden und gehört zu dem Landwirtschaftsbetrieb dazu, auch wenn sie nicht mehr genutzt wird. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung, Marie. Es ist ja wirklich ein wunderschöner alter Hof hier bei euch. Wir haben es ja eben auch schon gehört, wurde zur Wende zum 19. Jahrhundert von euch gegründet und erbaut von eurer Familie. Und ja, aber die Gebäude werden jetzt nicht mehr alle landwirtschaftlich genutzt, oder wie ist das? Genau, also die Hofanlage, die steht unter Assembleschutz, also Denkmalschutz so als Ganzes. Und deswegen sind die Gebäude nicht mehr in der landwirtschaftlichen Nutzung. Das heißt, wir haben denen eine alternative Nutzung zugeführt. Also der ehemalige Kuhstall hinter uns zum Beispiel, da ist ein Landwirtschaftsmuseum drin, also über die Entwicklung der Landtechnik von der Sense zum Mähdrescher. Ach, wie cool. Das und ist ja Wahnsinn. Hinter dir, das ist das ehemalige Backhaus. Da sind Wohnungen. Wow, richtig mit Bäckerei. Ja. Genau, früher, also so vor 100 Jahren. Ja, toll. Genau. Und mittlerweile Wohnungen. Ja. Schön. Um die Hofanlage irgendwie bestmöglich noch mal zu nutzen, dass sie darüber sich selber auch trägt und weiter erhalten bleiben kann. Ja, das ist super. Und ja, jetzt sozusagen hier neben dir, das ist der ehemalige Schweinestall. Also da sind jetzt Pferdehalter drin mit Pferdeboxen. So dass ja, da sieht man auch gerade, ist jemand am Misten. Ja, genau. Schön. Wie viele Boxenplätze habt ihr da? Also dort sind jetzt 3 Boxen drin und hier gegenüber in dem ehemaligen Schafstall, da haben wir 10 Boxen und eine Art Reithalle. Oh wow, nicht schlecht. Wow, dann habt ihr ja alle Gebäude wirklich noch mal maximal ausgeschöpft vom Nutzen her. Dann ja, verfällt das Ganze auch nicht, ne? Und bleibt einfach gut erhalten. Und ja, genau. Also am besten erhält sich sowas, wenn es tatsächlich auch genutzt wird. Genau. Also regelmäßig Menschen drin sind, die das nutzen und dadurch wird es instand gehalten. Genau. Ja. Und da sind wir auch ganz froh, dass das so geklappt hat, dass wir für jedes Hofgebäude eine Nutzungsmöglichkeit gefunden haben. Ja. Und jetzt hinter dir, das ist der Speicher, das ist auch eine Wohnung drin. Auch ein richtig tolles Gebäude mit der Uhr da oben. Wow. Genau, das war früher sozusagen so, ich würde sagen, das Herzstück des Betriebes, weil das eben der Getreidespeicher ist. Also da wurden die gebundenen Garben eingelagert über den Winter und deswegen hat es auch diese Form. Und das diese Besondere Bogenform, ist, ne?
Genau, diesen Bogen. Und das Besondere daran ist die Bauweise. Das sind Bogenbohlendächer. Die sind eher rund gebaut, um da mehr Platz zum Einlagern zu haben. Durch die runde Dachform und nicht eckige. Ja, also, dann hat man quasi mehr Luft nach oben noch, um noch mehr Gaben quasi einzuspeichern. Genau, ja. Toll, Wahnsinn, beeindruckend. Sozusagen unser Lieblingsgebäude. Wir haben das auch hier im Logo, die Dachform mit drin. Ja, stimmt, ich sehe es. Das ist interessant. Ja, nicht schlecht. Ja, und das Haupthaus natürlich, ne? Genau, ja, da wohnen wir alle Generationen zusammen. Schön. Deine Großeltern auch noch? Genau, die wohnen ganz unten, die Großmutter. Ja, schön. Wo sind wir hier jetzt? Wir sind jetzt hier bei der Kreuzscheune. Hier findet so die landwirtschaftliche Arbeit eigentlich statt. Also der ganze Ackerbau, da spielt hier die Musik. Also wir haben hier die Werkstatt. Okay. Und genau. Ja, das heißt Kreuzscheune, weil das kreuzförmig angeordnet ist, oder wie? Genau, also wenn man von oben auf die Scheune gucken würde, dann hat die so ein Kreuzformat. Ja. Und die Tore sind sozusagen immer im Innenbereich angeordnet, damit man schnell von dem einen Bereich in den anderen kommt. Ah, okay, das ist schlau. Und so ist die dann aufgeteilt, dass in einem länglichen Bereich das Getreidelager ist, also die Siloanlage und die Annahme. Und in den beiden Seitenbereichen ist einmal hinten das Saatgutlager und hier vorne die Werkstatt. Okay, ja, da ist ja Saatgut, steht ja da auch, ja. Ihr seid jetzt also auch gerade so zeitlich in der Aussaat oder schon abgeschlossen? Nee, wir sind sozusagen mittendrin. Ja. Also ein Teil ist schon in der Erde, also der Dinkel zum Beispiel. Und jetzt sind wir gerade noch beim Weizen. Und cool. Welche Getreidearten baut ihr an insgesamt? Du sagtest ja eben, oder wir haben es eben schon mal zwischenzeitlich gehört, 15 Kulturen habt ihr im Anbau, richtig? Genau, ja. Aber das ist nicht alles nur Getreide, sondern zum Teil auch Leguminosen. Ja. Und so gliedert sich das ein bisschen auf, weil die einander bei der Fruchtfolge begünstigen. Also versuchen die dann auch hintereinander so zu setzen, dass die eine Kultur von der Folgekultur profitiert. Ja. Also so eine Lupine oder so eine Linse, die bindet Stickstoff im Boden. Genau. Und davon profitiert nachher genau, durch die Leguminosen. Sehr der schön. Weizen. Ja, das ist sehr, sehr klug durchdacht und ja, durch so eine vielfältige Auswahl an Kulturen natürlich auch natürlich ein Aufwand in der Gestaltung der Fruchtfolge, aber ackerbaulich natürlich bietet es sehr, sehr große Vorteile, oder? Ja. Genau, also bei der Fruchtfolgeplanung ist es, dann dauert das immer eine ganze Weile, bis man das so zurechtgerückt hat, was wo tatsächlich hinkommt. Ja, und nachher auch bei der Aussaat müssen wir noch mal genau gucken, weil jede Kultur dann noch mal anders gedrillt wird, dass man dafür immer alles am besten eingestellt hat. Ja. Genau. Einstellung ist das A und O dann quasi wiederum. Ja. Ne? Ja. Das stimmt. Ja. Und unterteilt ihr da die Schläge irgendwie in kleinere Flächen? Genau, also gerade bei den Sonderkulturen, weil die ja auch hochrisikoreich sind, also muss davon ausgehen, dass von ein paar Jahren eine Kultur komplett ausfällt. Von 5 Jahren gibt es immer ein Jahr, wo man nichts erntet. Echt krass. Und gerade weil wir auch viel ausprobieren und neue Kulturen versuchen hier zu kultivieren, fangen wir immer erst mit kleinen Parzellen an, also machen einen halben Hektar oder 400 Quadratmeter. Einfach mal so zum Test. Genau, um daraus zu lernen, also wie wird die Kultur am Markt angenommen, was sind die pflanzenbaulichen Sachen, die man zu bedenken hat, passt die Sorte überhaupt hierher? Ja. Und ihr vermarktet ja auch alles direkt, oder? Genau. Oh, Wahnsinn. Krass. Und, ja, nicht schlecht. Cool, wollen wir uns das Ganze gleich mal auf dem Acker angucken? Habt ihr irgendwas, was gerade ansteht, wo ich bei helfen könnte? Ja, das passt gerade perfekt, weil wie gerade gesagt, haben wir den Dinkel ja vor ein paar Tagen abgeschlossen, die Dinkelaussaat. Das heißt, wir könnten jetzt beim Dinkel blind striegeln, dass die ersten Unkräuter, die auflaufen, mit dem Striegel verschüttet werden. Gut, ja. Und genau. Sehr schön. Das machen wir sehr gut, sehr gerne. Bevor wir jetzt gleich auf den Acker fahren, eine kleine Sache habe ich noch. Und zwar im Bulli habe ich noch ein Schild. Da müsstest du einmal unterschreiben. Da unterschreiben alle Landwirte, die bei der Bodentour mitmachen, einmal, damit wir das nachher auf der Agritechnica ausstellen können. Und genau. Gerne. Sehr gut. So, auf der Seite steht einmal Folge 9. Denn ihr seid ja Folge 9 und euer Hofname. Und auf dieser Seite sammeln wir die Unterschriften. Okay, cool. Ich hole dir mal eben einen Stift.
Ja, super. Vielen lieben Dank. Stift kannst du einfach mir wiedergeben. Ja, Danke dir. super. Gut. Ja, Gut. dann gucken wir mal raus zum Striegeln. Ja, würde ich auch sagen. Ich ziehe mir schnell ackertaugliche Sachen an und dann können wir los. Okay, sehr gut. So, ich habe mich jetzt ackertauglich umgezogen und natürlich auch meinen Spaten mitgenommen und das Glas, damit wir gleich auch noch eine Bodenprobe mitnehmen können. Ich sehe schon, Marie hat den Trecker schon angeschmissen, den Striegel schon hinter und dann geht's jetzt los. Was mich eben in unserer Unterhaltung auch wirklich erstaunt hat, ist, dass du sagtest, dass man wirklich sich darauf einstellen muss, bei Sonderkulturen teilweise einen Ausfall einzuplanen, also einen Totalausfall im langjährigen Mittel von alle 5 Jahre ungefähr. Wie kommt das? Also das ist ja Wahnsinn. Man kennt es aus dem konventionellen Ackerbau ja gar nicht so wirklich, wenn man sich vorstellt, man hätte alle 5 Jahre im Schnitt so einen kompletten Totalausfall von der Weizenernte jetzt beispielsweise. Ja, das stimmt. Die Sonderkulturen sind deutlich risikoreicher, also man muss mit den Totalausfällen rechnen. Und das hat ja mehrere Gründe. Einmal, weil es viel weniger Wissen zum Anbau gibt und auch weniger Erfahrung. Und vor allem auch, die viel auch nochmal empfindlicher sind. Also die es gibt nicht so viele verschiedene Sorten, die auf alle möglichen Sachen optimal angepasst sind, sondern man muss halt die paar Sorten, die es gibt, nehmen. Und die können auf bestimmte klimatische Bedingungen, auf das Wetter einfach anders reagieren. Und dazu kommt dann noch so die Herausforderung mit dem Ökolandbau. Deswegen hat man eben dieses höhere Risiko, dass die Kulturen auch komplett ausfallen können. Wahnsinn. Da muss man sich wirklich richtig reinfuchsen, denke ich. Ne? Ja, das stimmt. Und natürlich auch so ein bisschen Frustrationstoleranz haben, oder? Wenn dann wirklich mal so ein Ausfall. Hattet ihr jetzt schon mal wirklich so einen Ausfall? Ja, wir hatten das auch schon zum Teil bei manchen Kulturen. Krass. Und welche Kulturen sind da sehr anfällig für? Oder kannst du sagen, fast alle? Ja, das kommt voll auf das Jahr drauf an. Ja. Auf das Jahr, für welchen Boden man sich entschieden hat, für welchen Schlag, was da vorher war, die Witterung, ob es ein nasses... Krankheitsdruck wahrscheinlich, ja, alles multifaktoriell. Voll, ja. Genau. Okay, voll spannend. Ja, man ist dann sozusagen auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich über das Ernteergebnis freut, wenn man dann tatsächlich was eingefahren hat und das in einer größeren Menge oder eben man da einfach einen langen Atem braucht, wenn man wieder ein Jahr hat, wo man zwar ganz die Arbeit reingesteckt hat, aber kein Ernteergebnis. Ja, Wahnsinn, das glaube ich. Das ist schon irgendwo frustrierend auch ein bisschen, aber ja. Dann, wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen. Und das ist dann, auch wenn man nichts geerntet hat, hat man auf dem Weg dahin im Zweifel viel gelernt. Und darum geht es dann, zu lernen, was lief. Den langjährigen Lernprozess, genau. Glaube ich. Ja, also man kann auch, würdest du sagen, es ist schon Pionierarbeit, oder? Ja, es ist auf jeden Fall Pionierarbeit, so sich Verfahren zu überlegen und zu entwickeln, wie baut man diese Sonderkulturen am besten an, welchen Boden brauchen die, wie sät man die am besten, genau. Ja. Okay, jetzt haben wir quasi die Seiten getauscht, aber ich muss ja sowieso nicht viel machen, denn wir fahren ja mit RTK. Ja, genau, da lenkt der Trecker selbst. Und das machen wir, weil wir vorher auch mit RTK gedrillt haben. Das heißt, die Saat, wo welches Saatgut liegt, hat sich der Trecker dann gemerkt. Der Computer gemerkt, genau. Der Computer. Ja. Und so können wir jetzt auch ziemlich genau striegeln und hinterher auch hacken. Und das ist gerade bei den Sonderkulturen wichtig, dass wir da genau hacken können, um dann nicht die Reihe wegzuhacken zum Beispiel, sondern wirklich das Unkraut zwischen den Reihen wegzubekommen. Okay. Habt ihr eine kamerageführte Hacke da oder wie macht ihr das? Genau, also das ist eine Hacke, die fotooptisch hackt. Okay. Das heißt, die sieht, wo Beikraut ist und wo Kulturpflanze und hackt dann danach. Wahnsinn, ne? Und über das genaue Drillen dann mit dem RTK funktioniert das. Ja. So, sehr gut. Dann haben wir das Striegeln jetzt auch abgeschlossen. Ja. Sehr gut, habe ich auch noch nie gemacht vorher. Jetzt habe ich das auch mal erledigt. Okay, ja, sehr gut. Ja, man lernt immer dazu.
Stimmt. Ja, und du wolltest jetzt noch mal eine Bodenprobe ziehen. Genau, deswegen haben wir die Sachen hier dabei. Was für eine Bodenart habt ihr hier eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Ja, wir haben hier Parabraunerden. Okay. Das heißt, das sind so Lehmböden mit einem Lössanteil. Wenn man so von den Bodenschichten her denkt, dann ist ganz unten eher so diese Löschschicht, die über Winderosion vor Millionen von Jahren hierher geweht wurde. Rübergeweht wurde, ja. Genau, ja. Und das jetzt über die Bodenschichten hinweg kommt dann sozusagen verschiedene Lehmarten. Erstmal ein bisschen rötlicher Lehm und dann eben der braune Lehm. Und hier in der obersten Schicht, also die obersten 17 Zentimeter, sind eben dieser schwach humose, lehmige Feinboden. Und das sieht man auch. Also wenn wir den mal so in die Hand nehmen, dann sehr von der Körnerstruktur, ne? Ja. genau, ist er so sehr krümelig, porös und halt sehr fein. Ja. Also man kann so das Feine in den Fingern, sieht man dann. Ja, diese Tonanteile, ne? Ja, also hier in dem Bereich ist ein bisschen weniger Ton und auch bei den Paraerden nimmt mit den Horizonten der Tonanteil zu, je weiter nach unten man kommt. Ja. Die Böden sind aber in dem Sinne sehr gut, weil man hier fast alles anbauen kann. Wir haben hier so zwischen 80 und 90 Bodenpunkten. Ah, okay, so viel. Also hier in diesem mittleren Bereich, das sind sozusagen unsere Sahneschläge. Ja, und also je weiter man ertragsreich, beziehungsweise viel Ertragspotenzial. Ja. Und je weiter man nach oben kommt, zum Wald hin, da wird es deutlich schlechter. Da ist dann der Tongehalt auch höher. Ja, genau. Okay. Ja, aber dann habt ihr ja auch quasi die Chance, auch so viel auszuprobieren, weil ihr ja so viele Möglichkeiten hier habt, auch auf solchen Böden, ne? Dann, ja. Genau. Also das bietet sich dann eben an mit auch diesen verschiedenen Sonderkulturen, dass man die bessere Böden braucht, hier unten eher hinlegen kann und weiter oben, da wo es dann deutlich steiniger ist und da auch dann die Wasserführung ein bisschen schlechter, die Kulturen, die mit weniger Wasser klarkommen. Wie viele Bodenpunkte haben eure Schläge im Schnitt? Was würdest du sagen? Wenn du oben ein bisschen die schlechteren hast, was haben die so? Ich würde sagen, dass sie so im Schnitt zwischen 70 und 80 Bodenpunkten haben. Ja, aber trotzdem noch recht viel, ne? Ja. Okay. Wollen wir einfach mal so eine kleine Bodenprobe hier reinfüllen? Kannst du vielleicht mit dem Spaten irgendwie ein bisschen was ausheben und mir einfach hier reinschütten? Also dann uns einmal reinkippen? Ja. Ja, da siehst du richtig diese krümelige Struktur. Genau, und dieses feinporige. Ja. Ja. Was für ein Getreide war hier vorher drauf? Wir hatten hier einen normalen Winterweizen. Ah ja. Also Ackerbohnen, dann Winterweizen und jetzt kommt Dinkel hierher. Ja. Ja. Ist Dinkel eine anspruchsvolle Kultur eigentlich? Oder so vom Pflanzenschutz? Also von den Krankheiten her und vom Unkrautdruck? Ja, nee, also also einmal durch den Spelz geht es gut, was so die ganzen Krankheiten geht, dass das Korn sozusagen da drin geschützt ist. Ja. Und nachher macht die gut dicht, also hat eine gute Unkrautunterdrückung, sage ich mal. Ja. Okay. Ja, cool. Vielen Dank für diese kleine Bodenprobe hier. Und ich würde sagen, dann können wir zurück zum Hof, oder? Haben wir uns unseren Feierabend verdient? Ja, gerne. Dann lass uns am Hof noch mal einen Kaffee trinken. Ja. Okay. Ja, genau. Komm ruhig gerne rein. Dann trinken wir jetzt einen Feierabendkaffee. Sehr gut. Oh, das sieht richtig gemütlich aus. Ja, das war schon jemand so lieb und hat für uns gedeckt. Ja, das Besondere daran ist, dass es selbst hergestellter Kaffee ist. Sag bloß aus Lupinen. Ja, genau. Ach, krass. Ich wollte schon immer mal Lupinenkaffee probieren. Ne? Ich bin noch nie dazu gekommen. Wir hatten es letztens in der Uni noch, in einem Vortrag. Und da habe ich mich immer gefragt, wie das eigentlich schmeckt. Ja. Ja. Probieren wir das mal aus. Was für Kulturen habt ihr denn jetzt eigentlich alle im Anbau? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Also neben den klassischen Sachen wie Ackerbohnen und Weizen machen wir eben auch was wie Dinkel, dann noch Quinoa, Kichererbsen, Mohn, Buchweizen, verschiedene Sorten von Linsen und Lupinen. Krass, Wahnsinn, so vielfältig, ja, nicht schlecht. Und der Mohn ist auch euer, nehme ich an, oder? Ja, im Kuchen? Genau. Wahnsinn, cool. Ja, greif gerne ruhig zu. Ich gebe dir mal erstmal. Achso, danke. Guck mal, was da nicht durchgezogen hat.
Ja, Fazit zum Tagesende. Was würdest du jetzt sagen, was bedeutet der Boden für dich, so als Anbauerin von Sonderkulturen, jetzt im Ökolandbau? Was bedeutet der Boden? Was hat der Boden für dich für eine Bedeutung? Ja, also aus meiner Sicht ist der Boden essentiell, weil das so die Basis von allem ist. Also nur ein gesunder Boden kann gesunde Pflanzen hervorbringen und am Ende auch gesunde Lebensmittel für uns alle. Und mit dem Klimawandel im Hinterkopf, auch als CO2-Speicher, ist er einfach überlebenswichtig für uns alle, dass wir möglichst gesunde und intakte Böden haben. Ja, auf jeden Fall. Ist somit der größte Punkt eigentlich auch im Klimawandel, ne? Um eben CO2 einzuspeichern in Form von Humus und so. Genau. Ja. Und ihr düngt ja auch nur organisch, richtig? Ja. Als Biobetrieb? Genau, wir düngen nur organisch und das merken wir auch so an den Humuszahlen. Also haben so einen Humuswert von 2-4%. Und der ist, seit wir jetzt angefangen haben, auf Bio umzustellen und auf diese volle organische Düngung setzen, auch nochmal ein bisschen hochgegangen. Okay. Mega cool. Und die Qualität deiner erzeugten Produkte, die hängt wahrscheinlich auch maßgeblich vom Boden ab, oder? Ja, genau. Also nur gesunde Böden, die gut funktionieren, können eben auch gerade diese Sonderkulturen der Saat die richtige Kraft und Energie geben, dass die gut hochkommt und resistent ist gegen Krankheiten. Und die Geschmacklichkeit wahrscheinlich auch, ne? Ich bin sehr gespannt auf den Geschmack dieser Produkte. Ich probiere es einfach schon mal. Ja, klar, gerne. Ja, also alles Gute kommt sozusagen vom Boden. Das ist euer Leitspruch, ne? Ja. Schmeckt richtig gut. Achso, willst du mal was in dem Kaffee probieren? Unbedingt. Dankeschön. Wie wird der hergestellt? Werden da irgendwie die Bohnen auch geröstet, oder? Ja, also nach der Ernte werden die Lupinen eben getrocknet und dann geröstet. Und durch die Röstung kommt eben dieser Kaffeegeschmack. Schmeckt sehr gut. Besonders. Anders als normaler Kaffee. Ja, genau. Also es schmeckt das ist ja auch eine andere Bohne. Also die Lupine ist ja keine Kaffeebohne, deswegen schmeckt das schon ein bisschen anders als normaler Kaffee, aber geht so in die Richtung. Aber richtig gut. Kann ich mich dran gewöhnen. Und hier hinter uns sehen wir ja jetzt auch die abgepackten Produkte, die du dann quasi für die Direktvermarktung selber designt hast, auch, hast du ja eben schon mal gesagt, ne? Genau. Richtig, richtig schön. Also auch mit so einer ansprechenden Verpackung. Hat das lange gedauert, bis sich das etabliert hat bei deiner Kundschaft? Also wir haben mit ein paar Produkten angefangen und dann versuchen wir sozusagen jedes Jahr ein neues Produkt mit reinzunehmen und auch eine neue Kultur. Und so wächst das sozusagen langsam. Ja. Wie machst du das mit der Direktvermarktung? Nutzt du da auch viel Online-Plattformen oder machst du das nur direkt über irgendwie Märkte und so? Also beides. Wir versuchen natürlich auch diesen Online-Vertriebskanal zu nutzen, aber vermarkten die Produkte auch vor allem hier in der Region über die Regionalecken in den Supermärkten. Ja, richtig schön. Richtig gute Idee. Und es schmeckt hervorragend. Ja, vielen Dank. Es war super schön bei euch.